willkommen zu unserem neuen Haus. Es stehen hier noch ein paar Umzugskartons, also nicht wundern, wir sind ja gerade erst eingezogen. Hier, aus dem Raum wird wahrscheinlich ein Schlafzimmer gemacht, das heißt, das Bett kommt hier, noch ein paar Lampen, ein paar Pflanzen. Und auf der Seite haben wir unsere Preise aufgestellt. Der größte fehlt leider noch, aber der ist noch, ja, keine Ahnung. Der wird da wahrscheinlich hier hängen. Ja. Und weiter geht's. Und hier wird die Annika sitzen, das ist ihr Platz, vorübergehend, das wird sich vielleicht mit der Zeit noch ändern. Kommt mal mit, jetzt kommen wir zum Highlight, das Wohnzimmer. Eigentlich müsstest du hier so einen 360-Shot machen. Was ich unglaublich geil finde, ist diese Mauer hier. Das ist eins der 3 denkmalgeschützten Elementen, um die das Haus quasi herumgebaut worden ist. Und ja, hier ist ein Kamin, wie ihr sehen könnt. Das Haus ist noch lange nicht fertig, deswegen hier fehlt noch ein Sofa, hier fehlen Teppiche, die Lampen, Pflanzen und der Fernseher kommt noch an die Wand. Ja, kommen wir zum zweiten Highlight dieses Hauses und zwar der Wintergarten. Ich weiß noch nicht, was hier reinkommen wird, aber ich denke mal, wir lassen uns überraschen von unseren eigenen Ideen. Keine Ahnung. So, jetzt kommen wir zum womöglich geilsten Part dieses Hauses und zwar dem Garten. Kommen wir zu unserem Garten. Hier können wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, wenn die Arbeit ein bisschen zu stressig ist. Komm mal mit. Hier haben wir noch unsere eigene kleine Hütte. Hier dachte ich mir so, dass wir uns auch mal ein bisschen kreativ austoben können, wenn wir uns einfach jetzt mal hier hinsetzen. Die kleine Hütte hat sogar ein Dach, das heißt, wir können uns eigentlich im Regen da einfach reinsetzen, ein paar YouTube-Videos schauen. Und das Gute ist noch, wir haben sogar hier einen eigenen Internetanschluss, das heißt, hier fehlt uns nichts. Gehen wir mal weiter. Und hier haben wir eine Menge Holz für den Kamin. Und hier eine Tür. Ah, hier ist nichts drin. Na, hier ist wirklich nichts drin. Weiter geht's! Leute, kommt mit, denn es gibt noch weitere Räumlichkeiten, die ziemlich geil sind. Und am Ende des Videos werde ich auch nochmal über unsere Beweggründe sprechen, warum wir überhaupt ausgezogen sind und warum dieses Haus hier. Und ja, es ist super viel. Ah ja, hier ist noch by the way ein Brunnen. Sehr cool, schöner Brunnen. Und ja, vielleicht habt ihr es eben schon gesehen. Folgt mir mal. Vorsicht, das ist ein bisschen sehr tief. Das ist unsere Küche. Hier fehlt noch ein Esstisch und dann werden wir hoffentlich mal in Zukunft gemeinsam essen, so das Team. Ja, ich weiß nicht, das sagt euch ja was. Backofen, hier backen wir gerade. Hier backen wir gerade. Bedienungsanleitung. Und es geht weiter hoch. So, das ist ja alles schön und gut. Aber jetzt gehen wir dahin, where the magic happens. Schauen mal, was die anderen so machen. Dazu nehme ich, glaube ich, die Kamera lieber selber. Hallo Leute, wie geht's euch? Hier sitzen Sie und hier sitze ich. Hier haben wir unsere Sammlung, wir haben hier ein paar Einbauschränke, das ist ziemlich praktisch für uns. Und der gute Wasserspender, der ist natürlich mitgekommen. So, kommen wir zum zweiten Zimmer. Das sieht jetzt gerade ein bisschen miserabel hier aus, aber ihr seht es schon, das wird so das kleine YouTube-Zimmer. Ein paar Möbel solltet ihr wahrscheinlich dann wiedererkennen. Hier nochmal ein Badezimmer, sogar mit Badewanne. Kommen wir zu dieser weiteren Wendeltreppe. Hier sieht es mindestens genauso schlimm aus. Das liegt an unseren Herrn Vincent Lee. Der hier gerade sein Studio aufbaut, wird aber ziemlich cool aussehen, glaube ich. Hauptsache der Sound ist gut, das ist wichtig. So, ja, ich erzähle euch jetzt erstmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ihr habt es gesehen, eine neue Ära ist nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Team angebrochen. Ein Team, das egal wohin mitziehen würde, weil sie an das glauben und vertrauen, woran wir vor allem auch zusammen mit euch arbeiten. Ein Team, das aus Leuten besteht, die ich heute meine besten Freunde nenne und Freunde, mit denen man sich gemeinsam durch dick und dünn schlägt. Zusammenhalt, Teamgeist, dass alle an einem Strang ziehen, ist das, was für mich YouTube oder für uns YouTube ausmacht. Für uns ist es immer wichtig, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern und ein Haus macht keine anderen Menschen aus mir. Es ist wie ein neues Objektiv auf einer Kamera, eine Optimierung, um effizienter seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Jeder hat mehr Platz, jeder kann seinen Traum ausleben, ohne
dass wir mit den Ellbogen aneinander geraten. Egal was das Haus für eine Auswirkung auf uns alle haben wird, für mich ist das Wichtigste bei einem Menschen, dass es alles hier gut geht. Okay, das ist nicht mehr witzig, ne? Scheiße. Das Wichtigste bei einem Menschen ist, dass er auf dem Boden bleibt, egal wie viel er besitzt. Ich vergesse viel zu oft Danke zu sagen und versinke in der Arbeit. Ebenso die anderen. Dabei ist ein ehrliches Dankeschön das Mindeste, was ich euch geben kann. Und das möchte ich hiermit tun. Dankeschön. Wie die meisten von euch wissen, eventuell auch aus dem Roast Yourself Video, haben wir nun in den letzten Jahren auf engstem Raum nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt. Rob schlief auf dem Boden, während Jimmy sich einen PC-Tisch aus einem Wäscheständer gebaut hat. Und während Rob dann die Nacht durchgeschnarcht hat, hat Vince nebenan noch Musik produziert und die Nachbarn sind nicht nur einmal an die Decke gegangen. Die Räumlichkeiten haben sich nicht nur von Dreh zu Dreh verändert, sondern auch im Laufe der Zeit, wo wir mit unterschiedlichsten Leuten hier gewohnt haben. Sogar John hat da gewohnt und Cheng war sogar Mitbewohner. Wenn wir Projekte wie Kettenreaktion umgesetzt haben, war es fast unmöglich, einen Raum zu betreten, ohne etwas zu zerstören. Und selbst zu der Zeit haben wir versucht, jede Ecke als Schlafplatz zu nutzen. Rob und ich haben einfach zusammen fast ein Jahr auf einem Sofa gewohnt, um genau zu sein, sogar auf diesem Sofa hier. Und es gab einfach ein Fenster von der Küche in unser Zimmer. Wir hatten im Grunde eigentlich nie Privatsphäre. Das heißt, man hat euch immer nackt gesehen. Ja. Zu Beginn hatte ich einen regulären Job und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, war die Wohnung ein totales Chaos, weil einfach viel gedreht wurde, die ganzen Drehutensilien lagen überall rum. Keiner hatte irgendwie Zeit auch aufzuräumen und ja, es war einfach Chaos die letzten Jahre. Was das Stressigste irgendwie war wirklich, ich kam das erste Mal da an, müsst ihr euch vorstellen, und als es dann Nacht wurde und irgendwann musste man ja auch schlafen, war es dann wirklich so, dass mein Rechner da stand, dann haben 500 andere Leute gefühlt noch in dieser Wohnung geschlafen, in einem Raum. Man hat quasi diese ganze Wochen, die man dann da ist, nur zwischen dem Schlafzimmer und dem Arbeitszimmer hin und her gelaufen und hat diese Wohnung nie verlassen. Die meisten unserer Projekte haben einfach eine unglaublich hohe Konzentration erfordert, was unmöglich war in unserer alten Wohnung, wenn Roxy nebenan irgendwelche Klamotten gebohrt hat und Jimmy und Marius auf einmal über Effekte diskutiert haben und Vince auf einmal Musik produziert hat und Annika am Telefonieren war. Es war unmöglich. Man hatte einfach keine Ruhe. Dadurch, dass wir mit so vielen Leuten da gewohnt haben, sind wir auch immer mit 10 Mann in diesem Aufzug gefahren, der ist einfach 17 Mal stecken geblieben. Und wenn dieser Aufzug einmal kaputt war, mussten wir aus dem 15. Stock die Treppen laufen. Okay, es war nur der 4. Stock, aber das war anstrengend genug. Vor allem mit dem ganzen Equipment. 10 Tonnen schwere LED-Koffer, Stative, alles. Auch wenn in den Videos alles schön hell war, hatten wir in den letzten Jahren kein vernünftiges Licht in der Wohnung. Das war richtig traurig. Ich bin traurig. Das ist auch traurig. Wir hatten sogar so wenig Platz, dass wir die Kamera nicht einfach mal nehmen und losfilmen konnten, denn es war so ein Chaos, dass wir eigentlich immer vorher aufräumen mussten. Für jeden einzelnen Shot. Vieles, oder ich würde sogar sagen, das alles habt ihr eigentlich gar nicht mitbekommen, da es uns nur darum ging, euch ein cooles Projekt zu liefern. Dieses Haus bietet uns neue Möglichkeiten für viele bessere Projekte. Mir war es auch wichtig, dass das Team in einem tollen Umfeld wohnt, in dem sie sich komplett entfalten können. Mir ist es nicht wichtig, einen großen Wagen zu fahren, teure Klamotten zu tragen oder oft in den Urlaub zu fliegen oder Unsummen an Geld in irgendwelchen Clubs zu investieren. Mir ist es viel wichtiger, mich meiner Leidenschaft hinzugeben und mich als Mensch zu entwickeln. Ferrari hier oder Dodge da, es sind nur Stilmittel für unsere Videos. Darum an dieser Stelle einen riesen Dank an euch, dass ihr uns bei unseren Entwicklungen und Veränderungen begleitet. Seid also gespannt, was in Zukunft noch auf euch zukommen wird, denn wir haben echt große Projekte geplant. An manchen Baustellen sitzen wir noch die nächsten Monate dran, deswegen seid geduldig. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und ich würde mal sagen, ab nächster Woche geht es normal weiter mit den Videos. Und ja, es gibt noch eine Sache, die wir tun müssen. Das war's dann wohl. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see